Moin Moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den EX7. Und zwar will ich heute beim EX7 den Motor ausbauen. Zu der Entscheidung bin ich gekommen, als ich gerade ein anderes Video eigentlich drehe. Eigentlich drehe ich gerade ein Video, wo ich den Unterboden einmal komplett halt leer mache. Also Abgasanlage ab, Bremsleitung und sowas ab. Dann alles abschleife, schweiße und dann mit Unterbodenschutz das Ganze nochmal versehe, damit das halt fertig ist. Und ich bin jetzt gerade hier vorne so ungefähr beim Krümmer. Wollte den gerade abbauen. Ne, nicht den Krümmer, aber die Abgasanlage zum Krümmer, also das Rohr zum Krümmer. Da bin ich gerade bei, das abzubauen. Und da habe ich ganz ehrlich festgestellt, dass das alles so verfuscht ist und dass alles so nicht schön fertig gemacht ist. Weil wenn ich den EX7, ich will den so schön haben wie möglich, also so gut haben wie möglich. Und wäre meiner Meinung nach ein bisschen dumm, hinzugehen, alles da schön zu machen und dann den Motorraum so zu lassen, wie er jetzt ist. Ich kann es mal ganz kurz zeigen, was ich damit meine. Und zwar sieht man hier, das hier ist ja noch alles okay. Da unten ist zwar schon Kabelbinder, aber ich glaube, der ist serienmäßig. Aber wenn man das hier sieht, ja, das hier irgendwie so dran gemacht mit dem Kabelbinder, also hier, das ist alles nicht wirklich schön. Hier hängt auch einmal ein Stecker aus, wo ich nicht weiß, wo der hingeht. Es sieht halt alles rostig aus und ist halt alles nicht wirklich schön. Wenn ich dann da hinten rüber gehe, Moment. Wenn ich dann hier unten hingehe, ist das da so, keine Ahnung, so ein Hitzeschutzblech, was irgendwie, ich weiß nicht womit, aber das sieht aus, als wenn die das irgendwie so, als ob die das irgendwie gelötet hätten. Kann ihr irgendwie sehen? Fokussiert dort? Jetzt da. Ja, einigermaßen. Und ist halt alles nicht wirklich so krass schön. Deswegen werde ich jetzt hingehen und den Motor ausbauen. Und alles, was dazu gehört. Sprich, Motor, dahinter ist es auch alles verrostet, also dahinter ist es auch alles verrostet. Und das ist halt einfach alles alt und lange nichts mehr dran gemacht worden. Wie gesagt, irgendwie 16 Jahre stand das Ding in der Scheune. Deswegen, ich will das alles einmal neu machen. Ich werde jetzt mal gucken, was ich ausbaue. Also ich werde auf jeden Fall den Motor komplett ausbauen. Dann hier vorne den Kühler ausbauen, weil der ist auch nicht mehr so schön. Hat hier überall so ein bisschen Kühlflüssigkeitsreste. Da hinten den Brake Booster. Das werde ich auch noch mal gucken, was ich auseinanderbaue. Ja, und deswegen werde ich jetzt hingehen, werde alles ausbauen, was hier vorne ist. Dann habe ich genug Platz, um halt unten alles neu zu machen. Ich werde das hier auch noch mal alles säubern. Das ist wie ein sehr, sehr großes Projekt. Was ich schon vorher dachte, dass es ein großes Projekt wird, weil ich muss halt hier unten auch noch alles schweißen. Aber jetzt mit Motor auch noch alles ausbauen. Ich werde den Motor aber nicht neu machen, auch wenn er schon draußen ist und ich hätte die Möglichkeit, das alles neu zu machen. Kostet mir das im Moment einfach alles zu viel, während ich den MX5 auch noch mal bauen möchte. Deswegen werde ich den Motor geschlossen lassen, werde hier aber alles austauschen. Also die ganzen Leitungen sind auch super hart. Vorne vielleicht noch die Dichtung neu machen. Die Dichtung, die hier vorne ist, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Getriebe natürlich auch abmachen. Gucken, ob ich noch eine neue Kupplung einbaue. Weil wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch direkt eigentlich eine neue Kupplung einbauen. Wird, glaube ich, Sinn machen. Ich würde sagen, ich fange damit aber jetzt an. Mal gucken, wie lange es dauert, den ganzen Motor rauszunehmen. Eigentlich ist ja nicht so viel dran. Also es dürfte nicht so lange dauern wie ein EX8. Ich werde damit jetzt aber mal anfangen und dann werden wir uns irgendwann wiedersehen, wenn ich soweit bin, denke ich mal. Also, bis gleich. So, der Motor ist jetzt ausgebaut, das Getriebe habe ich auch schon mal ausgebaut, das liegt da vorne. Das werde ich einmal komplett säubern, genauso wie den Nehmer oder Geberzylinder, ich weiß gar nicht. Den werde ich auch nochmal neu machen, genauso wie das Ausdrücklager, das werde ich auch nochmal neu machen. An sich sieht das Ding noch ganz gut aus, hier unten ist so ein bisschen Rost dran an dem Halter. Das ist aber, glaube ich, eine Oberflächenrost. Gucken, ob ich die Lager noch irgendwo kriege, das weiß ich gar nicht, ob die noch irgendwo zu kaufen sind. Ansonsten werde ich die wohl oder übel drin lassen. Ja, sonst werde ich das Ding einmal abbauen, einmal säubern und dann neu lackieren, damit das auch wieder schön aussieht. Wie gesagt, das ganze Getriebe, das werde ich auch einmal sauber machen. Ist ja jetzt hier nur so ein bisschen Öl dran und sowas. Das wird relativ easy sein, das Ganze sauber zu machen. Der Motor hängt jetzt hier. Der ist jetzt hier am Motorständer dran gemacht mit der Platte, die ich für den EX8 auch genutzt habe. Ja, an sich sieht der Motor von außen ganz gut aus.
Die ganzen Schläuche, die hier dran sind, die hier zum Beispiel, die werde ich einmal komplett neu machen, denke ich mal. Die kriegt man noch einigermaßen gut. Ansonsten werde ich einfach irgendwelche Schläuche nehmen und die halt da dran packen. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht das Schlimme sein. Was ich vorhabe, ist einmal das ganze Ding sauber zu machen. Einmal werde ich die Kupplung erneuern. Dann werde ich einmal hingehen, das ganze Nest hier so ein bisschen, ja, versuchen schöner zu machen. Weil hier mit den ganzen Leitungen oder hier mit dem Kabelbinder dran oder sowas, sieht jetzt nicht allzu schön aus. Da werde ich mal gucken, wie schön ich das Ganze hinbekomme. Und wenn man hier vorne dran geht, hier werde ich auch nochmal alles schön machen. Die Räder hier werde ich abbauen, einmal schön machen oder neu kaufen, weil die gibt es von irgendeinem Hersteller, ich weiß gar nicht mehr von wem, gibt es die komplett neu für irgendwie 300 €, gucken, ob ich das mache oder ob ich die einfach halt sauber mache und dann vielleicht lackiere oder sowas, halt ein bisschen schöner machen. Was man auch noch sieht, ist hier vorne einmal die Wasserrückführung, glaube ich, zum Kühler hin. Die ist ganz gut dreckig und korrodiert. Da werde ich auch nochmal das Ding sauber machen. Ich denke nicht, dass man das irgendwie neu kriegt oder so. Deswegen, das werde ich einmal sauber machen. Und hier unten beim Krümmer weiß ich nicht ganz genau, was ich mache, weil, wie man hier sieht, ist das jetzt nicht mehr der geilste Zustand und sieht das auch nicht mehr so cool aus. Gucken, ob man da irgendwas Neues kriegt. Denke aber, alles, was man dafür so im Aftermarket-Bereich findet, wird höchstwahrscheinlich nicht mit dem deutschen TÜV kompatibel sein. Deswegen werde ich da mal gucken, was ich da mache. Vielleicht werde ich das Ding irgendwo noch finden, weiß ich nicht, bei eBay Kleinanzeigen. Vielleicht hat da irgendjemand so eine Abschiebung, die noch gut aussieht. Oder ich werde mir da irgendwas anderes einfallen lassen. Mal gucken, was ich da mache. Was ich jetzt genau mit dem Motor machen möchte, weiß ich noch gar nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall von außen einmal schöner machen, sprich alles einmal sauber machen und dann halt alles ein bisschen erneuern. Eigentlich hatte ich nicht vor, den komplett neu zu machen, sprich den komplett auseinanderzubauen, zum Revidieren einschicken und dann halt selber wieder neu aufbauen. Hatte ich eigentlich nicht vor. Ich denke, das werde ich auch nicht machen. Ich denke, ich werde alles, was halt außen drum ist, einmal neu machen, einmal schön machen, Öldruckerhöhungskit reinbauen und halt den so lassen, wie es ist. Weil er lief ja jetzt noch relativ gut. Deswegen den lasse ich dann, denke ich mal, erstmal so. Genauso wie aus dem Motor also das ganze Ding wieder ausbauen. Das ist jetzt, hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden gedauert oder sowas. Das war jetzt nicht der große Akt. Ja, was ich im Motorraum noch vorhabe, ist auch einmal, wie gesagt, alles schön machen. Ich habe, wie man hier sehen kann, den Kabelbaum schon einmal so ein bisschen entfernt. Da habe ich auch noch so 2, 3 kleine Orte, wo ich ein bisschen schweißen muss. Aber ansonsten möchte ich den Motorraum immer komplett schön machen. Ich denke, ich werde ihn nochmal lackieren und ansonsten gucken, was ich noch alles machen möchte oder machen werde. Das weiß ich selber noch nicht. Dazu gibt es aber wieder separate Videos, sprich wie ich den Motorraum mache und wie ich den Motor mache und den Motor wieder einbaue und sowas. Da wird es alles separate Videos zu geben. Ja, und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir aber warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.